Hamburger Fährmaster, Fährmaster, jetzt Elbmaster und somit ist der Kreis geschlossen. Man sieht hier die Veränderungen auf der Reeperbahn. Es gibt wenig traditionelle Läden hier. Wenn ihr euch erinnert, im Februar 2024 schloss der Hamburger Fährmaster seine Türen. Nur einen Monat später kehrte er, verkleinert und unter dem verkürzten Namen Fährmaster, am oberen Ende der Reeperbahn zurück. Jetzt, mehr als ein Jahr später, gibt es eine neue Entwicklung. Aus dem Hamburger Fährmaster ist der Hamburger Elbmaster entstanden. Bevor wir uns drinnen umsehen, habe ich mit einem der Mitbetreiber über das Projekt gesprochen. Genau, wir haben das Fährmaster in Hamburg übernommen, freuen uns sehr darauf, das Konzept auch etwas weiterzutragen. Das Hamburger Fährmaster war eine sehr traditionsreiche Gastronomie in Hamburg gewesen, gehört zur Reeperbahn, wie alles andere auf die Reeperbahn gehört. Gibt es mittlerweile, glaube ich, schon seit über 40 Jahren. Und unser Ziel war es, die Geschichte des Fährmasters, des alten Fährmasters weiterzutragen. Wir sehen es so ein bisschen als Zeitreise auch der Reeperbahn. Und zwar ist wichtig, die Geschichte von Hamburg und der Reeperbahn beizubehalten. Man sieht hier die Veränderungen auf der Reeperbahn. Es gibt wenig traditionelle Läden hier, die wirklich noch so die alte Geschichte beitragen. Und ja, wir wollen das weiter präsentieren, auch den vielen Touristen in dieser Stadt. Ein Stück Geschichte, man sieht es auch durch unsere Wandmalereien, die im Laden sind, durch die alten Fotos, durch die alte Geschichte, die dort erzählt wird, dass man wirklich noch so ein bisschen einen Eindruck von früheren Zeiten hier auf der Reeperbahn bekommt. Ja, es war natürlich schon, uns war es wichtig gewesen, dass wir nicht alles komplett neu machen. Dementsprechend haben wir die Farbe, wir haben es ein bisschen saniert, wir haben es von der Farbe etwas geändert, aber auch, dass gerade so die schönen Dinge, die Malereien, die Bilder, die Fotos mehr ins Auge fassen, dass wenn man reinkommt, sofort das Gefühl hat, ja, man durchlebt eine Zeitreise von Hamburg, von der Reeperbahn mit tollen Eindrücken. Genau, ganz wichtiger Punkt, genau. Das war damals wohl auch ein großes Problem im alten Viermaster gewesen. Die wurde jetzt komplett erneuert, eine super Klimaanlage, eine super Lüftungsanlage wurde eingebaut. Dank auch unseres Vermieters, muss man sagen, dem es auch sehr viel daran gelegen hat, die alte Tradition des Fährmasters beizubehalten und dementsprechend auch viel investiert hat, um uns da zu unterstützen. Genau, man kann bei uns natürlich tolle Getränke, tolle Cocktails trinken. Das Essensangebot haben wir ein bisschen erweitert, ein bisschen internationaler natürlich, aber trotzdem unsere nordische, hamburgische Küche weiterhin wird beigetragen. Nicht mehr ganz so viele Gerichte, wie es vor am Fährmaster waren, aber man kann auch jetzt schöne Pasta essen, man kann auch einen schönen Burger essen bei uns einfach. Wir haben das Angebot dementsprechend ein bisschen erweitert, aber primär muss man sagen, ist bei uns natürlich die nordische Küche im Fokus. Traditionelle Musik, ein ganz wichtiger Bestandteil auch bei uns im Laden, gehört ganz klar dazu und das war uns auch wichtig gewesen, das beizubehalten. Und dementsprechend haben wir es so ein bisschen aufgeteilt, dass weder die Jungen noch die Alten zu kurz kommen, natürlich auch mit klassischer Hamburger Musik, die gespielt wird, wie natürlich auch so ein bisschen modernere Musik. Naja, also das Problem ist ja, das Fährmaster stand ja für sich letzten Endes, muss man ja sagen. So, uns war ja wichtig gewesen, dass wir das aufrechterhalten. Also wir sehen es ja hier auch ganz klar mit dem großen Mast, der ja genauso zur Reeperbahn gehört. Und es war uns auch wichtig gewesen, dass der hier auch bleibt. Also wir konnten es natürlich nicht mit dem gleichen Namen machen, das war klar. Der Fährmaster-Name wurde mitgenommen, was auch okay ist, gar keine Frage. Aber dahingegen war es uns natürlich wichtig, okay, was machen wir jetzt? So, wir wollen natürlich so ein bisschen die Geschichte beibehalten. Wir brauchen allerdings einen neuen Namen. Wir möchten natürlich aber auch so ein bisschen, dass dieser Bezug zu Hamburg bestehen bleibt, zu dieser alten Geschichte bestehen bleibt. Dementsprechend haben wir wirklich lange hin und her überlegt und haben gesagt, okay, aber zu Hamburg gehört einfach die Elbe. Ja, und deswegen lasst es doch einfach das ganze Elbmaster nennen.
So, und mittlerweile sind wir auch ganz glücklich damit. Und wir hören es auch von ganz vielen alten Fehlmaster-Gästen, dass sie sagen, toller Name und Beste, was ihr daraus machen könntet, weil das Fehlmaster ja sozusagen jetzt woanders ist. Also ich denke mal, dass sich das auch mit dem Namen her langfristig etablieren wird in Hamburg.